Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Ja, die Cam ist aus, weil im letzten Video habe ich einen Kommentar bekommen, einen Verbesserungsvorschlag mit Maske zu streamen. Da ich keine Maske habe, lasse ich die Cam weg, läuft der Hase. Ein Spaß, das ist natürlich nicht der Grund, mir ist das egal. Ich streame gerne mit Cam, aber aktuell ist es tatsächlich besser, ohne Cam zu streamen, weil erstens ich immer sehr spät aufnehme und da sehe ich auch ein bisschen fertig aus. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt, gefällt mir dann auch nicht so. Zweitens kann ich dadurch das Licht auslassen und das ist auch nicht verkehrt für den Fall, dass irgendwie Anna mit Emma draußen mal rumlaufen muss im Flur. Unsere Wohnzimmertür ist verglast in der Mitte und da scheint natürlich das Licht dann auch immer durch. Deshalb machen wir das ohne Cam und ja, was wollen wir machen? W50 ist in den Startlöchern und ich habe mir gedacht, komm, ich habe hier auf dem Laptop jetzt die Server zuletzt irgendwie auch gespielt. Guck mal einfach mal rein in die älteren Server, die letzten 3 an der Stelle. Es ist so, dass ich W46 zwar auch viel gemacht habe, so habe ich sogar mehr gespielt. W45 ein sehr interessanter Server ist, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, deshalb gucken wir uns die letzten 3 Server vor W50 einfach mal so an, wie es hier ist. Wir fangen natürlich mit dem ältesten an, W47. Ich werde jetzt hier nicht komplett jetzt hier reinschwitzen und alles so machen, wie ich sonst auch gemacht habe, aber wir gucken uns mal an, wer noch spielt. Und von der Players to Watch von damals, Nieliti 256 spielt mittlerweile nicht mehr. Hat aber auch den letzten legendären Dungeon mitgenommen. Prime 302 sogar, spielt auch nicht mehr. Stufe 100. Ob er spielt, weiß ich nicht. Er ist aber Stufe 100 immerhin. Und Dead Sheep bei der Psychiatrie 210. Wohl aktiv von den Tränken her, kann man sagen. Desetti. JM9, SpaceX auf jeden Fall dabei. Und Desetti von Fusion Power 347, ja, der hat auch die epische Waffe bekommen. Und vor allen Dingen der Silverplayer. Der Silverplayer aktuell der Berserker mit 2 Rekorden. Der letzte Rekord ist, dass er Marv geklärt hat mit Berserker nach 120 Tagen. Das hat bisher kein Berserker schneller geschafft. Und sowieso ist auf dem Server auch oben ziemlich die Post-Fusion Power war ja von Anfang an mega stark. Und Turor ist da halt auch richtig am Rasieren. Der spielt hier anscheinend, also ich weiß nicht, ob er nach 400 aufhören will oder so, keine Ahnung. Aber er hat jetzt auch zuletzt Rekorde gebrochen bei der Twister-Geschichte. Also er hat den Wirbelsturm als Anyglas am schnellsten geschafft. Nach 120 Tagen und das als Druide, nicht als Berserker. Aber er hat natürlich den Vorteil jetzt gehabt, beziehungsweise, nee, wann hat er denn den Rekord gemacht, war das? Das war, ja, vor einigen Tagen erst, also durch den legendären Dungeon. Das ist sowieso der Punkt, wo vielleicht W50 auch ein Problem haben kann im späteren Spielverlauf, das ja jetzt auch schon W47 zum Beispiel gut legendäre Dungeons hatte. Und W50, wenn er startet, wird wahrscheinlich in den nächsten oder in den ersten fast 3 Monaten keinen legendären Dungeon dabei haben. Also in den ersten 90 Tagen vielleicht. Wird man sehen, ob das sich eher positiv oder negativ auswirkt auf diese ganzen Rekorde. Aber Tura macht schon sehr stark. La Kokaina ist auch sehr stark als Magier dabei. Und wir haben hier einige Battle Mages oben in der Ehrenhalle, das auch sehr gut gelöst haben, aber auch viele Magier zu sehen. Druiden ein paar, Bogenschützen sind hier ganz aus, also Bogenschützen, haben wir einen aktuell in den Top 30 und darunter kommen jetzt auch nicht so mega viele, aber auch verhältnismäßig nicht ganz so viele Berserker dabei. Ja. Und Assassinen mit 348 haben wir dabei und Demon Hunter suchen wir im Moment auf 343 immerhin. Fast schlechter gedacht. Also so sieht's aus auf W47 und Fusion Power. Wir können uns mal. Dreamland sieht auch gut aus. Wir gucken uns mal die Top 2 Gilden an. Dreamland ist sogar. Fusion Power ist noch nicht mal. Was ist denn hier auf dem Server los? Das ist eigentlich sehr interessant. Dreamland ist die stärkste Gilde. 339, 753 Ritterhallenpunkte. Aber der Server ist jetzt ungefähr. Ich weiß es gar nicht.
4 Monate alt oder so. Sehen wir das hier vielleicht? Hat einer seinen Namen hier drin? Mage Level 300 in 24 Tagen geschafft. Er sagt Mushroom Speed BMW. Sehen wir hier, wie alt er ist? 5.3.21. März. Also ja, doch, dann sind es genau 4 Monate. Mhm. W47, okay, dann war bei W47, glaube ich, war da auch der Legi-Dungeon schon drin? War der letzte Legi-Dungeon im März? Ach klar, Ostern. Ostern war, glaube Ende März. Da war doch auch Legi-Dungeon, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. Egal, also man wird sehen, ob sich das positiv oder negativ auswirkt. Gehen wir mal auf W48. Der Server ist ja etwas frischer unterwegs. Oh, krass, hier habe ich 602 Pilze auf dem Char. Kann ich ja richtig fettes Comeback machen. Definitiv. So, auch hier gucken wir mal an die Players to Watch. So viel sind es gar nicht drin. Da haben wir den Tifidus mit seinem Battle Mage auf 320. Er macht, glaube ich, nach wie vor sein Tagebuch. Respekt dafür, auf jeden Fall. Criminals ist nicht mehr dabei. Ja, Roschen ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Ein paar Leute hatten mir auch geschrieben, dass ich sie rausnehmen kann. Ich habe es nicht immer gemacht. Manche haben sich aber auch gelöscht. Ja, die Liste war länger. Die haben sich einfach gelöscht. Gucken wir mal. Berserkian, der scheint aktiv zu spielen. Und das ist sieht eigentlich ganz gut aus, der Char, ne? Dicht gefolgt. Hat sich eine Legi-Waffe gegönnt. Ich weiß jetzt noch nicht, es müsste die aktuelle sein. Ja doch, müsste aktuell sein. Weil die Treter sind ja aktuell. Ich habe ja die Waffen nicht gesehen. Die hätte ich auch kriegen können, theoretisch. Nice. Dann haben wir Kanner aus dem Wolfsrudel. Darossi aus dem Wolfsrudel und Avox auf dem Wolfsrudel, die auch voll mit Legis ausgerüstet. Au, er hat keine Waffe. Eieieiei. Ärgerlich. Ja, sie dominieren die Ehrenhalle hier, das Wolfsrudel wahrscheinlich. Nö, macht's gar nicht. Sind nur meine Players to Watch. Gluzaki und Asgard sind wir vorne. Azuria dabei als Magier. Nicht der Level höchste, aber spielt auch mit. Auch viele Magier auf dem Server. Wir haben auf W47 auch gesehen, dass die Magier recht stark sind. Was ist da los? Also bei Magier und Berserker. Hier haben wir halt die Druiden, die hängen ein bisschen hinterher. Snap, das ist vom Level gut dabei. Hier haben wir auch ein paar mehr Bogenschützen in der Top 30 im Moment. Sogar ein Assassiner hat es oben hingeschrieben. Ne, mehr. Hier, Puck sogar. Ja. Krieger sind auch ein paar dabei. Also hier sieht man, sind die Battle Mages eher am Struggeln. Ja, Avalon hat ja nicht weitergespielt. Und Tifidus sollte ja jetzt auch nicht so schlecht dastehen, oder? Welches Level hat er gehabt? Weiß gar nicht mehr. Da war er auch über 300. Muss man sich mal vorstellen, ne? Man weiß ja auch, dass er ein paar Pilze gelassen hat. Und einige sind halt viel krasser unterwegs. Also da steckt auch wieder eine Menge drin, kann man sagen. Aber das ist auch sehr interessant. Wir gucken mal Bluzaki. Natürlich sind die Gilden jetzt nicht so stark wie die anderen, aber vom Verhältnis her, dafür, dass ein Monat später gekommen ist, gar nicht übel. Aber hier ist es anscheinend so, dass es klar definiert ist, wer hier Top 2, also Top 1 ist, Top 2, Top 3. Bei dem anderen Server sah es ein bisschen knapper aus im Moment. Das kann natürlich immer mal kommen. Den fehlen auch, Wolfsrudel fehlt auch ein Spieler. Ja. W48, ich würde jetzt grob tippen, dass W47 ein bisschen stärker ist, aber das ist nur ein Gefühl. Das kann ich nicht belegen. Wir wollen natürlich auf den letzten Server gucken. W49, ja. Der ist jetzt ein bisschen älter als Monat. Da habe ich leider jetzt nicht die Monatsanalyse gemacht, wie ich es sonst mache. Das tut mir ein bisschen leid. Aber hier werden wir hoffentlich noch auf S33 habe ich mit Schwingen gespielt, das stimmt, ja. Aber da war ich schon kurz vor meiner ersten AFK-Phase. Schauen wir hier mal rein. Hier ist die Liste noch länger. Auf W49 Dark Phoenix,
Ah ja, der hat mir geschrieben, er spielt nicht mehr, genau. Kann ich rausnehmen. Wither ist am Stissel. 157, auch volle Tränke, vielleicht auch so ein Free-to-Play-Spieler. Wie gesagt, der Server ist jetzt. Ich glaube, er ist jetzt fast 6, also nicht ganz, ein bisschen älter als 5 Wochen. Was haben wir denn hier vom Level als nächstes? 164 Anoxis bei den Schimmelaffen als Magier dabei. Dann haben wir noch den Itzem, spielt noch aktiv als Berserker. Auch ganz ordentlich aus der Jar Wild World. Als Gilde noch mal einige um die 200. Die Liste war mega lang auf dem Server. Der Golden Astro ist da auch noch aktiv am Start. Als Krieger. Alle ohne Legendäre. Fantasie. Hat zumindest ein legendäres Item. Also ein bisschen durchwachsen hier, die Gegenstände, die er dran hat, aber wahrscheinlich ist das einfach sein Quest. Legendäres Epic mit Goldbonus drauf. Das sieht man auch nicht so häufig. Da war Phil von Wrong World. Ja, der hatte auch Glück mit der Waffe gehabt. Kush von Wrong World hatte auch Glück mit der Waffe. Das heißt Glück. Man weiß ja nicht, wie viele Versuche sie gegeben haben. Ich habe ja nicht so viele Versuche gegeben. Dann haben wir Arisen. Auch bei Ride World sieht es auch sehr fesch aus. Hat nicht komplett Legis drin, aber immerhin auch die Waffe. Biernot. Bei ihm sieht es ebenfalls sehr stark aus. Esther war 270. Die Waffe sieht nice aus, aber es ist halt keine legendäre, ne? Ist eigentlich ein bisschen schade. 270, Biernot 271 und dann Shortcode auf 276. Und ich habe Mia Julia vergessen. Die haben mir auch 265. Also alle Spieler prinzipiell noch aktiv. Finde ich nice. Ist ja nicht immer ganz zu erwarten. Und da frage ich mich natürlich, wie die Aktivität weitergeht auf dem Server, wenn W50 dann richtig startet. Also es wäre sehr clever, wenn man das einfach weiterführt. Schauen wir mal in die Ehrenhalle allgemein rein, wie es da aussieht. Also Wrong World ist ja ganz klar am Dominieren. Der Gerät 322. Ja. Auch die legendäre Waffe dabei. Der geht gut ab als Berserker Gichu. Aber auch hier haben wir wieder Magier. Wenn auch nicht ganz so viele, aber wir haben Magier hier oben. Das ist krass. Das ist also die Kundschafter, also klar, hier sind auch einige Kundschafter drin, ne? Ich will ja gar nichts sagen. Aber die Magier sind auf jeden Fall so von den besten Ergebnissen her stärker als die Kundschafter im Moment. Und auf dem Server sind auch die Druiden nicht ganz so stark unterwegs. Die müssen da einiges wegstecken. Da ist sogar der Demon Hunter von Sora, der von Anfang an auch gut mitgespielt hat. Der hat auch sich voll equipped. Der ist hier auf jeden Fall Top 10 Niveau. Da haben es die Kundis auch schon schwer. Wir haben hier einen Battlemage und einen Krieger, die hier die Stellung halten. Ansonsten vor allen Dingen die Krieger. Ja, es ist das gleiche wie mit den Kundschaftern. Die Krieger sind in der Regel weniger stark oder weniger weit vorne dabei wie die Kampfmagier. Und im Moment finde ich die Magier eben auch weiter vorne als die Kundschafter. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an den Druiden. Also wenn jeder Druide ein Kundschafter wäre, dann würde man das wiederum sagen, dass sich die Kundschafter durchsetzen. Wobei hier auf dem Server sind die Kundschafter wirklich ganz gut unterwegs. Also die anderen haben wir ja gesehen, da sah es ein bisschen schlechter aus. Ja, wart ihr hier dabei auf einem der Server? Schreibt es mir doch gerne noch in die Kommentare. Habt ihr vor, weiter zu spielen? Wäre dann sehr interessant für mich, trotz W50, oder wollt ihr W50 gar nicht spielen? Das sind alles interessante Themen. Wir haben uns die letzten Server erstmal angeguckt und sind schon etwas gespannt auf W50. Und da gab es bei mir auch eine Entscheidung. Da habe ich ja vor ein paar Videos auch mich gefragt, ob ich da überhaupt mitspielen werde. Es ist eine Entscheidung getroffen, reden wir demnächst darüber. Das war's dann erstmal von mir, Leute. Haut rein, macht tschüss und Servus, euer Basti.